darum, Platz 2 in der Meisterschaft zu sichern. Ich konnte nicht mehr richtig bremsen. So, in Misano angekommen, letztes Saisonrennen mit einem neuen Team. Bisher fühlt es sich sehr gut an dem Team und erstes Stint ist gelaufen, auch für den ersten Stint ziemlich gut, würde ich sagen. Und jetzt freuen wir uns auf das restliche Wochenende. Letzte Rennen der Meisterschaft. Es geht darum, Platz 2 in der Meisterschaft zu sichern. Erste Session lief sehr gut. Natürlich Strecke sehr traditionell. MotoGP ist hier unterwegs. Rossi ist nicht weit von hier angesiedelt mit seiner Akademie und ja, ganze Fangemeinde natürlich. Aber erste Session war sehr gut. Markus hat sich schon mal seinem Hauptkonkurrenten in der Meisterschaft heute auf der Strecke an ihm vorbeigesetzt. Das war das Schöne zu sehen von außen für mich. Die beiden eng beisammen auf der Strecke und Markus anführend. Somit ja, sehr gute Vorzeichen, aber es sind noch viele Sessions zu gehen und wir versuchen natürlich noch ein bisschen Pace zu finden, sodass wir vielleicht am Ende des Wochenendes bei den beiden Sprintrennen ganz oben stehen können. Ist jetzt das Dash im Night Timing im Dash? Ja. Noch irgendwelche Erkenntnisse? Ist jetzt Bremsbalance, ein Klick nach hinten. Ja. Okay, beiden Testtage sind vorbei. Letzte Session ist gerade rum. Auto ist top, neue Team ist top. Markus ist sehr gut unterwegs. Die letzte Session war gerade sehr spannend vorne an der Spitze. Also super aufgeregt für morgen früh fürs Qualifying. Denk an Turn 2. Großer Radius, viel Geschwindigkeit, ne, schön weit rechts rauslaufen lassen mit der Geschwindigkeit. Und ansonsten also eng reinfahren und dann aber... Genau, aber nicht zu eng halten. Ne? Lenkung früher auf, früher ans Gas, viel Geschwindigkeit mit rein, nicht zu eng am Ausgang bleiben. Ruhig, tendenziell leicht über die Mitte nach rechts raus, so anpassen. Zu viel auf Auto gehört. Trotzdem gut. Theoretisch beste wäre 42,222. Ist dabei geblieben. Leider war, wie gesagt, in der schnellsten Runde dritte Sektor.
war zu weit off. Wäre der gut gewesen, wäre es wahrscheinlich P5 gesamt. Natürlich mega gewesen, aber auch P8, P4 in der Klasse. Nicht schlecht. Deutliche Verbesserung zum letzten Jahr, das ist ja immer das Entscheidende. Und somit alles gut. Ja, kurz vor dem ersten Rennen. Noch 5 Runden, wenn die das nächste Mal rüberkommen. Wir sind aktuell P7, haben also eine Position gut gemacht. 4. in der Klasse, wobei der 3. in der Klasse, wenn er noch einmal Track Limits hat, ist eine Nullfahrtstrafe. Boga hat nochmal eine Zeitstrafe. Halt die Pace hoch, dann kriegen wir vielleicht einen 3. Platz. Also theoretisch müssten wir P3 haben. Gut gekämpft. Einmal richtiger Quersteher gehabt. Ja? Richtiger Quersteher, war kurz vor dem Abdrehen. Das war ein Gegner hinter mir. Ja. Dann hat er dadurch verloren, weil er auf die Rückrunde gekommen ist. Aber daran muss ich mich halt noch gewöhnen, an dieses gegen so, ich sag mal, gute Leute. Ja, aber du merkst selber von den Zeiten, ne? Sobald du mal Luft hast und dich wieder auf dich konzentrierst. Ja. Wenn ich keinen guten Ausgang hatte, gerade im ersten Sektor, da warst du gut dran. Da, wo es so Geschlänge ist und so, da warst du gut dran. Klar, gegen gerade, wenn du da gut, wenn du da gut cuttest. Mal nebendran, das sehe ich einfach. Ich weiß. Dritten Rang von Amateurs Rennsport, Markus Litzau. Oh, da lang. Danke. Dankeschön. So, 3. Platz im ersten Rennen. Damit ist das Saisonziel erreicht. 2. Platz in der Meisterschaft gesichert. Und jetzt im letzten Rennen der Saison nur noch Spaß haben. Rennen 2 hat mega angefangen. Markus hatte wieder einen Top-Start, von P6 wieder vor auf P4. Zweiter in der Klasse gewesen, guten Rhythmus gefunden. Und dann, erzähl Markus. Ich habe leider ein altes Problem gehabt, was wieder aufgeflammt ist. Knieprobleme, Knieschmerzen, konnte nicht mehr richtig bremsen. Deswegen haben wir gesagt, okay, macht keinen Sinn, ich stelle das Auto ab. Schade, weil der Start war super, ich wäre auf P2 Minimum gewesen. Aber was soll man machen? Also im zweiten Rang ist
für 2 Teams gefahren. Einmal allein und dann Amateurs Ticino. Zweiten Rang für Markus Litzau. Ja, danke schön. ...2022 war insgesamt aus meiner Sicht spannend und vor allen Dingen auch mit einigen Fortschritten im Vergleich zur ersten Saison, war ja die zweite Saison insgesamt. Und es fühlt sich alles schon irgendwie natürlicher an. Es ist nicht mehr so aufregend ist es immer noch, aber nicht mehr so schlimm, dass ich denke, oh Kacke, was mache ich hier eigentlich? Sondern es macht richtig Spaß. Jedes Rennen, was ich angekommen bin auf dem Podium, war auch schön und umso mehr freue ich mich jetzt auf die nächste Saison. Im gleichen Format ein paar Änderungen gibt es, was toll ist. Wir haben doppelt so viele Endurance-Rennen, das heißt, wir beide fahren zusammen. 4 Rennen von 6 und das ist echt spannend, weil auch, ich glaube, 2 Stunden Monster dabei sind, was natürlich ein Highlight ist, 2 Stunden am Stück. Also alles in allem geht es, denke ich, in die richtige Richtung. Also 2022 war schön für mich zu sehen. Markus hat viele große Schritte gemacht, Riesenschritte in vielen Bereichen. Leider war auch ein bisschen Pech dabei, weil Markus war oft gesundheitlich leider nicht ganz auf der Höhe. Trotzdem waren eben so viele gute Rennen dabei. Man sieht es um uns herum, viele Pokale, jedes Mal auf dem Podium gewesen. In vielen Sachen deutlich gelassener geworden. Jetzt bin ich mega gespannt aufs nächste Jahr, weil über die letzten 2 Jahre hat er eine riesen steile Lernkurve hingelegt und ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht und dann wird es ein sehr spannendes 2023.